Weltweit leiden mehrere Millionen Menschen an Parkinsons und dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich defekte Bestandteile in unseren Zellen anhäufen. Und wir wollen eben verstehen, wie diese defekten Bestandteile abgebaut werden können. Wir erforschen, wie Mitochondrien abgebaut werden durch unsere zelluläre Müllabfuhr, die man Autophagie nennt. Unter anderem gibt es da mehrere Wege, wie diese defekten Mitochondrien abgebaut werden können. Und wir haben uns einen wenig erforschten Weg angeschaut und eben entdeckt, wie die zelluläre Maschinerie zu diesen defekten Mitochondrien hinrekrutiert wird, um diese sozusagen abzukapseln zum Abbau. Also uns hat überrascht, dass dieser Weg, den wir untersucht haben, offensichtlich in einer ganz anderen Reihenfolge funktioniert, als man das vorher gedacht hat. Also wir haben eigentlich geglaubt, gut zu verstehen, wie die Zelle Substanzen einkapselt und wie die einzelnen Faktoren nacheinander rekrutiert werden. Aber diesen Weg, den wir jetzt untersucht haben, da ist die Reihenfolge auf den Kopf gestellt worden und dies war eigentlich also wirklich überraschend für uns. Wir im Labor sind spezialisiert darin, komplexe zelluläre Signalwege nachzubauen. Und so haben wir uns eben diesen neuen Abbauweg angeschaut und versuchen, ihn nachzubauen. Und da haben wir gemerkt, dass hier die Puzzleteile in anderer Reihenfolge zusammenarbeiten müssen. Und so konnten wir eben entdecken, nachdem wir das Ganze nachgebaut hatten und uns das auch dann in Zellen angeschaut haben, dass hier die Reihenfolge wirklich auf den Kopf gestellt ist und hier Faktoren, die eigentlich erst später kommen, in diesem Weg sozusagen schon früh an die Mitochondrien hin rekrutiert werden. Also der Prozess, den wir untersuchen, die Autophagie, schützt uns vor vielen Krankheiten, weil er eben verhindert, dass sich schädliche Substanzen bei uns in den Zellen anhäufen und zu Krankheiten führen. Wenn wir jetzt diesen Prozess reprogrammieren wollen und vielleicht auch die neue Generation für Medikamenten entwickeln gegen diese Krankheiten, müssen wir die molekularen Grundlagen verstehen. Und genau daran forschen wir. Wir wollen wissen, wie die Moleküle zusammenarbeiten, um eben schädliche Substanzen abzubauen.